Ähm, Wahrscheinlich wie die meisten während des Krieges. Ähm, Ich bin in Syrien aufgewachsen und auf die Schule dort gegangen, habe dann Abitur 2013 noch gemacht und danach mit einer Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen, 2 Jahre, und dann müsste ich es abbrechen wegen des Kriegs. Dann in der Zeit, wo ich dann fast nichts zu tun hatte, wo es ja Krieg war, habe ich dann freiwillig in der Notaufnahme im Krankenhaus Dhaka, Dhaka ist meine Heimatstadt. Mit wem? Ganz allein. Ich habe es mit meinem besten Freund geplant, hat nicht geklappt. Ja, er ist halt Einzelkind und das ist außergewöhnlich für einen Syrer. Ja, seine Familie hat es ihm nicht erlaubt. Er war über 1,5 Jahre quasi zu Hause versteckt. Genau, also Und deine Familie? meine Familie lebt noch dort. Ich habe insgesamt 7 Geschwister. Genau. Ja, mein Vater, meine Mutter und 4 andere Geschwister leben noch dort, sind inzwischen alle verheiratet und haben Kinder. Und 3 Brüder von mir sind im Nachhinein dann nach Deutschland abgeflüchtet. Wie erwähnt, die Idee war am Anfang einfach aus Syrien weg, weil sie ja zu gefährlich war. Und dann bin ich in die Türkei geflüchtet. Ich habe es dann geschafft und gedacht, ich baue mir jetzt ein Leben hier in der Türkei auf. Doch die Türkei hat gar keine Zukunft für Flüchtlinge oder Ausländer, genau gesagt. Dass ich halt einfach mich entschieden habe, nach Europa zu kommen. Wo warst du in Türkei? In welcher Stadt? Hauptsächlich in Izmir. Das liegt am Meer nahe der griechischen Insel. Ja, genau. Dann müsste halt über Zeit Geld sammeln von hier und da. Meine Mutter hatte ja Gold, hat es dann Goldstücke, die hat es dann verkauft. Und ich habe von guten Freunden dann ausgeliehen, weil das ja Schlepper kostet. Den habe ich dann bezahlt und den mit dem Schlauchboot auf eine griechische Insel dann Zu welchem? Mytilene ist die Insel, genau. Was leider nicht vom ersten Mal geklappt hat, mehrmals, dann habe ich es versucht, bis es dann am Schluss doch geklappt hat. Und da war das erste Mal, wo ich dann knapp 60 Kilometer gelaufen bin. Das war meine längste Wanderung, sag ich mal, auf der Flucht und überhaupt meine allererste Wanderung. Sowas kennt man nicht in unserer Kultur. Ja, da gab es an dem Tag, war es halt ein Sonntag und man ist sowieso illegal da. Und muss man halt laufen. Bis man innerhalb dieser Insel, das ist eine riesige Insel. Also innerhalb des Insels, 16 Kilometer. Ich glaube, das waren 55, 56 ungefähr, hieß es so, weil ich hatte ja kein GPS. Da war es einfach, das war im September 2015. Da war diese Flüchtlingsstrom, die Hölle. Da sind alle in eine Richtung gelaufen. Da läuft man einfach mit. Ab und zu sieht man halt Organisationen, die dann Hilfe anbieten oder ein bisschen Essen, was zum Trinken, wie das Rotkreuz, Deutsche Rotkreuz oder Rote Kreuz an sich generell und andere Organisationen, die haben dann halt den Weg gezeigt. Genau, und dann war diese Reise, bis ich dann am Hafenende angekommen bin. Okay. Also zurück zum Türkei, ne? Also von Laka bis zum Izmir. Wie bist du mit dem Zug oder mit dem Bus oder? Da bin ich auch quasi über einen Schlepper, also das müssen Sie sich vorstellen. In Raqqa war es ja der IS. In der Stadt, aus der ich geflüchtet bin, war es von den Freirebellen, also nennen sich die Freie Syrische Armee. Das waren einfach Zivilisten, die sich irgendwann dann bewaffnet haben und wollten halt die Revolution unterstützen. Um von diesem Gebiet ins andere zu kommen,
braucht man immer einen Schlepper. Das läuft immer über Nacht, das läuft immer über, also Offroad, also wirklich, es gibt keine Straßen, die man fährt. Nachts muss man halt jemanden bezahlen und wer das muss, also wer fliehen muss, zahlt der. Und da bin ich dann quasi zu dieser Zone gekommen. Und von da musste ich auch wieder zu den Kurdenzonen. Das ist näher von Aleppo, also nördlich von Aleppo. Über die Grenze haben wir wieder einen Stripper bezahlt, dass er uns geschmuggelt hat. Hauptsächlich hat er ja nichts gemacht. Wir sind einfach gerannt. Er hat uns nur halt den Weg gezeigt und scheinbar gibt es, kennen sich einfach die Soldaten quasi an der Grenze mit den Schlepper, irgendwie gibt es Einbau. Deswegen kann man es überhaupt schaffen, sonst wird es ja nicht funktionieren. Ach so, du hast bezahlt, aber du wurdest nicht transportiert, sondern du hast selbst gerannt. Oder Ich bin selbst gerannt, weil die Soldaten habe ich gesehen, wo man es versucht. Geht man die eine Gruppe von da, dann kommen die Soldaten in die Richtung, schießen Schüsse in die Luft, dann schafft es die andere Gruppe dann quasi von anderer Richtung reinzukommen. Dann rennen die Soldaten in die Richtung, wenn du drin bist, dann lassen sie dich wirklich. Da gibt es dann Transporter, die auch bezahlt wurden, beziehungsweise man die noch bezahlen muss. Genau, und die schleppen dich quasi von der Grenze bis 3-5 Kilometer, dass du halt in Sicherheit bist und nicht wieder geschoben gewirst, genau. Okay, genau. Und dann innerhalb der Türkei, war halt sehr schwierig. Keiner konnte Englisch, sehr, sehr wenig in dem Dorf. Und hab's einfach irgendwie organisiert, dass einfach einen Bus bezahlt habe, bis nach Izmir, wo ich dann wüsste, in dieser Stadt, leben viele. Ich hatte einen guten Nachbar von mir, der dort gelebt hat. Genau, wollte zu ihm. Hat nicht geklappt, doch habe ich die Stadt erreicht und irgendwann bin auf die Idee gekommen, dass da keine Zukunft ist. Europa ist die Zukunft. Genau, und von Izmir mit dem Boot zu dem Insel Materini. Wie lange war die Fahrt? Sehr unterschiedlich. Ich habe es, wie erwähnt, mehrmals versucht. Aber ich glaube, das waren so 2,5, 3 Stunden dann. Vielleicht ein bisschen weniger, also weniger als 3 Stunden. Genau. Nämlich man sieht die Insel. Wenn man in der Türkei noch auf dem Festland ist, sieht man die Insel schon. Das ist ja ziemlich nah. Doch mit einem Schlauchboot über 50 Personen, wo es ja eigentlich nur für weniger als 20 gedacht ist, es mag langsam zum einen, zum anderen, das ist ja auch schwierig nachts, wenn die Wellen zu hoch sind. Genau, meistens fährt man halt nachts. Genau. Und dann 60 Kilometer gelaufen und dann vom Hafen bis zum wieder Griechenland Hauptland. Oder? Genau, da könnte man halt das große Schiff dann bezahlen. Genau, hat man auch Ticket gewartet. Erstmal müssten die Fingerabdrücke abgenommen werden in Griechenland. Genau, und mit sozusagen, mit dem Papier hat man Mahnung, dass man dieses Land, also Griechenland, innerhalb von so und so viel Tage verlassen muss. Genau, und damit kannst du letztendlich ein Ticket kaufen. Und da haben wir dann Ticket gebaut. Da habe ich ja Nuke kennengelernt, mit dem ich auch mehr in Länder gelaufen bin. Genau, und dann ihn irgendwann verloren. Da habe ich dann ein Ticket für das Schiff gekauft und bin quasi von Mytilene nach Athen dann gefahren mit dem Schiff. Ja. Genau. Und von Athen? Genau, ja, das war eine Nacht, die ich nicht vergesse. Das war eine gute, aber schlechte Nacht. In der Nacht war ich richtig traurig. Da sind wir nachts angekommen, ausgestiegen, und haben halt die nächste Fahrt gesucht. Wo geht's halt? Zu der Mazedonien-Grenze. In dieser Nacht war am nächsten Tag das Zuckerfest. Ich bin ja Moslem und das Fest bedeutet mir sehr. Und das habe ich halt das erste Mal in meinem Leben
mein Leben ohne meine Familie erlebt. Genau. Dann sind wir quasi gefahren bis zu der Nähe der mazedonischen Grenze. Dann ausgestiegen irgendwo im Feld nachts und sind halt gelaufen. Das war ungefähr 7, 8, 10 Kilometer genaue Strecke, kann ich nicht sagen. Das ist immer schwierig, vor allem ohne GPS oder gar nicht. Wir sind ein paar Kilometer gelaufen, bis wir quasi an die Grenze gekommen sind. Über die Grenze läuft man auf. Das war auch mehrere Versuche, bis man dann reingekommen ist. Und irgendwann haben wir es geschafft. In Serbien bin ich dann angekommen. Da sind wir auch die meiste Zeit gelaufen tatsächlich. Es gab auch Busse, die uns fahren wollten, doch war es viel zu teuer, wo wir gedacht haben, ich kann keine 100 Euro für eine Fahrt bezahlen. Ich laufe lieber, ich bin jung, ich bin fit. Und bin ich dann gelaufen quasi. In einer Gruppe, die halt gelaufen ist, habe sie immer gefragt und bin halt mitgelaufen. Waren ja viele unterwegs, nicht nur Syrer, sondern aus verschiedenen Ländern. Genau. Aus wo? Also bitte. Die ich begegnet habe, das waren Menschen aus dem Irak, aus Algerien, tatsächlich aus Marokko, Tunesien, aus dem Iran, aus Afghanistan ziemlich viele, mit denen ich mich auch ziemlich gut verstanden habe, doch die Sprache nicht beherrscht habe, haben mich öfter für einen Afghanen gehalten. Genau. Viele Kurden aus verschiedenen Ländern, hauptsächlich Syrien und Irak. Aber es gab manche aus Ghana, den kann ich nicht mehr, ich hatte noch ein paar Fotos mit denen, war es ziemlich nett. Aus Äthiopien, aus verschiedenen Ländern halt, wo ich auch manchmal denke, ich habe keine Ahnung, wo das Land liegt. Genau, aus verschiedenen Ländern. Das war, glaube ich, Kroatien. Kroatien. Da hatte ich dann doch ein bisschen Glück, wo wir quasi doch warten müssten an der Grenze, wo dann, ich sag mal, Polizisten, für mich waren alle Polizisten, ich könnte die nicht unterscheiden, sondern dass sie dann halt so angezogen waren, das ein bisschen organisiert haben, dass sie dann für uns Züge organisiert haben. Das war Also Züge sind natürlich umsonst. das war umsonst, genau. Das ist das erste Mal, wo ich nicht bezahlen müsste. Genau. Und und das war halt ziemlich gut, wo man halt auch ein bisschen Essen bekommen hat, wo ich gedacht habe, ich sehe auf noch, langsam kann ich näher, meine 10 Meter. Genau. Und dann Kroatien nach Kroatien sind wir nicht lang geblieben, weil der eben organisiert war. Dann sind wir über Ungarn gefahren und da war das dieses Problem, wo Ungarn dann eher Grenze zu hatte, wo man immer gehört hat, dass man gezwungen wird, da zu bleiben. Das war der Euro, sag ich mal, im September 2015. Das war ziemlich schwierig, wo alle Angst hatten, wo ich immer gedacht habe, was soll ich denn machen? Ich will da nicht bleiben, das war ja gar nicht mein Ziel. Da habe ich 5, 6, 7 Tage da verbracht. Das war ein bisschen mehr als in den anderen Ländern. Dort wie es flotter. Ungarn war ziemlich schwierig, war dafür auch bekannt. Doch am Ende habe ich es geschafft und bin nicht gezwungen worden, meinen Fingerabdruck zu geben. Da muss ich sagen, Österreich habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wirklich angekommen bin. Das war ein Land, das ich gerne mochte. Ich bin dann mit dem Zug durch den Bergen quasi gefahren, für den ich ganz zahlen müsste. Das war von der Regierung oder von der Polizei organisiert, von der österreichischen. Das war halt ein bisschen gute Erinnerung, sage ich mal, in den Vergleich zu anderen Ländern, wo ich da durchgelaufen bin. Und
sind wir halt gefahren. Wir wussten nicht wohin. Ja, halt einen Tag übernachtet irgendwo in Österreich, aber halt auf so ein Unterkunft quasi, wo wir auch duschen konnten in die, wo wir halt auch zum Essen bekommen haben. Jacken, ich hatte gar keine Jacke. Das war im September noch Sommer, genau, in Syrien und habe mich über eine Jacke sehr, sehr gefreut. Und habe den Schuhe auch gewechselt, die auch zwischen kaputt vom Laufen waren. Genau, gab halt genug fürs Leben. Und genau, und dann sind wir am nächsten Tag weiter mit Zügen quasi organisiert vom Staat gefahren. Manchmal hat man gefragt, ich bin nicht weiterfahren, sondern hier bleiben. Und dann wird man auch auf den Weg gewiesen, dass man dahin gehen muss. Ja, irgendwann bin ich in Salzburg angekommen. Sind dann nachts an irgendeinem Ort gekommen, irgendwo näher München. Mit dem Bus quasi, genau. Das war von der Regierung auch organisiert, wo wir auch nicht zahlen müssten, aber wo es auch, man wüsste nicht, wohin es geht. Genau, es hieß es, ihr seid in Deutschland. Ich bin dazu gekommen, dass es überall mein Zuhause ist. Ich bin kommunikativ und komme mit vielen Menschen klar. Ich liebe Menschen. Menschen sind einfach besonders auf dieser Erde. Und versuche, dass es überall, wo mein Zuhause ist oder wo ich lebe, dann, dass das zu meinem Zuhause ist. Ich versuche es auch generell neue Kontakte zu verknüpfen. Meine Nachbarn versuche ich auch einen Kontakt zu denen zu haben. Das ist eine Sache, die vielleicht in meiner Kultur einfach so ist und die ich mitgenommen habe. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier und wohne jetzt seit April in Witten. Und habe das Gefühl, ich kenne ziemlich viele in der Stadt. Und das heißt nicht nur Studenten, die an meiner Universität, also an der Universität Witten-Herdecke studieren, sondern auch viele aus, die nicht studieren, die auch arbeiten. Ja. Ich habe eine Familie hinterlassen worden. Da ist mein Vater, da ist meine Mutter. Sind meine Geschwister. Das Haus, das es nicht mehr existiert, wo ich dann geboren bin und auch gewachsen bin. Meine Freunde. Familien. Das fehlt mir halt sehr. Ich habe viele Freunde, wo die Eltern nicht zusammen wohnen und das kennt ich gar nicht so im Süden in meiner Gesellschaft. Ich weiß, dass man aufeinander ein bisschen mehr aufpasst, dass man mehr Verantwortung, gegenseitige Verantwortung lebt. Und hier hieß es, jeder ist für sich verantwortlich. Ja, viele Sachen. Toleranz, Akzeptanz. Das macht mich hier sehr glücklich und Das heißt, wenn jemand dir gegenüber toleriert, genau, jemand, die gut akzeptiert von meinen Mitstudenten, ich fühle mich halt nicht ausgegrenzt und das mag ich sehr. Ich habe öfter das Gefühl, nicht, dass ich Flüchtling bin, obwohl ich es immer noch bin. Es ist manchmal halt so, dass ich denke, nicht nur, das ist mein Zuhause, aber ich fühle mich so, als würde ich ewig hier leben. Ich verstehe die deutsche Kultur besser, allein durch die Sprache und durch viele Freunde, durch meine Freundin. Das ermöglicht mir einfach, dass ich halt mich hier wohlfühle und auch Motivation habe, mich zu integrieren. Ich habe mehrere Ziele in dem Leben. Ziel ist halt, ich bin so ein gut vorgeschrittenes Land
und komme ja aus einem Entwicklungsland im globalen Süden. Ziel, mich halt hier ausbilden zu lassen, Kulturen noch mehr zu besser verstehen, Religion. Ich will mich halt wirklich vor allem jetzt in Medizin gut ausbilden lassen und das später andere Entwicklungsländer dann quasi zu geben. Allein durch meine Ausbildung am OB ist mir viel bewusster geworden, wie wichtig Hygiene ist und was man mit Hygiene oder mit Impfung allein erreichen kann. Und das ist halt, eine Sache, die man dort nicht für selbstverständlich gilt. Aufklärung, was das alles macht, das will ich gerne machen. Doch das Wichtigste ist für mich ist Bildung. Mir ist sehr bewusst geworden, dass Bildung sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das hatten wir ja nicht, viele nicht. Das ist ein Privileg, sage ich mal, dass man einfach geboren wird in einer privilegierten Familie, eine gebildete Familie und dann studiert man ja. Das war meinen Eltern wichtig, obwohl sie ja gar nicht gebildet waren. All meine Geschwister haben es nicht geschafft, einen Abschluss zu machen. Der Erste, der jetzt hoffentlich dann sein Studium schafft, bin ich. Und das will ich halt auf jeden Weg dann mitgeben. Eine gewisse Gerechtigkeit braucht man. Mich macht es manchmal so sauer, wenn ich dann halt große Differenzen zwischen globalen Süden und Norden sehe. Es sind immer noch Schaden aus den Kolonien immer noch da und viele fühlen sich trotzdem wichtig und denken, dass sie das verdient haben. Doch es ist nicht immer der Fall. Gerechtigkeit braucht man überall und ich würde mich in meiner Zukunft dann sehr für Bildung und Gerechtigkeit einsetzen.